Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind ganz wichtig, ganz toll, ganz frisch gepresst. Und zwar Airbus A220-500, da soll Entry into Service sein und zwar in 2032, aber gucke ich genau an, die Zahl. Dann haben wir das Thema WM aus, treibt Buchungsraten, ja, also ein Trauma. Und wir machen so eine Art Revenge Travel. Nach Covid macht man jetzt quasi eine WM aus Revenge Travel. Ich sage euch, welche Länder da akzeptabel sind für die Urlauber. Und Hilton Sale bis zu 20% Rabatt und Statusvorteile. Und wir haben nochmal Neuigkeiten von den Freunden von British Airways. Senkt Statusanforderungen im Nahen Osten. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber natürlich auch auf Scoot zu kommen und dort zu kommentieren. Airbus plant den A220-500, also eine verlängerte Version der 300er und 100er Version, als neuen A320 Konkurrenten. Wobei die Frage ist es wirklich ein Konkurrent? Airbus konkretisiert die Entwicklung als gestreckte Variante, logischerweise. Der Marktstart könnte bereits 2026 erfolgen. Die Indienststellung ist etwa 2032. Airbus plant einen einfachen Stretch der 220, das heißt also Kapazität bis zu 185 Sitzplätze, Reichweite 2900 Meilen, kein neues Triebwerk, keine neuen Tragflächen und wie gesagt, ICE, also Entry into Service, ist geplant für Anfang Anfang habe ich gesagt, Sie sagen nur 2032. Potenzielle Kunden sind AirAsia, aber auch Air France soll interessiert sein. Entlastung der 320er-Familie ist das Ziel damit. 220 ist weiterhin wirtschaftlich unter Druck, denn die Skalierung ist nötig. Das ist ja das, nennen wir es einfach mal vom Bombardier, die schwere Geburt, die Zahngeburt. Neue Alternative zwischen 220-300 und 320 Neo, Attraktivität für Low-Cost-Carrier und Secondary Routes, ist auch Ersatz für ältere A320er, CEO-Flotten, ist auch ein modernes Kabinenprodukt auf der Mittelstrecke, allerdings ein 3-2er, also 3-2er Sitze, potenziell, oder 2-3, sagen wir 2-3. Modernes Kabinenprodukt, potenziell auch mehr Komfort als auf der 320. Die Sitze sind aus meiner Meinung nach mehr im Platz. Insofern bin ich mal gespannt, ob Airbus damit wirklich eine Lücke im Narrow-Body-Segment schließt oder ob es einfach Kannibalisierungseffekte bei der 320 gibt. Und die Frage ist, ob es ein einfacher Stretch wirklich dann bringt. Die 220-500, ja, bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber Mirabel, also in Kanada, sind sie ja freudig erregt, weil sie da Produktionskapazitäten haben. Und die Frage ist natürlich auch, ob das Boeing unter Druck bringt. Airbus setzt damit auf Low-Risk-Strategie, weil ein einfacher Stretch kostet natürlich wesentlich weniger als eine Weiterentwicklung mit neuen Triebwerken, neuen Flächen, also Tragflächen. Und der Erfolg hängt halt wirklich stark von den Produktionskosten ab und damit dann auch von dem Preis. Deshalb können wir mal gespannt sein, ob der 220-500 ein Hidden Champion wird. Ja, das ist das Fazit, was man da sagen kann. Frage des Tages, würdet ihr als Airline eher auf 220-500 setzen oder auf 320er? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ja, dann haben wir die Meinung zur WM aus der Deutschen. Und zwar ist es so, nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft steigt die Nachfrage nach Urlaubsflügen deutlich, besonders Türkei und Ägypten profitieren. 20% der Buchungen nach dem DFB aus, so sagt Eurowings. Starker Last-Minute-Trend. Gewinner sind die Türkei, Ägypten, Kap Verde und Curaçao. Grund sind kurzfristige Reiseentscheidungen. Hintergrund sind natürlich auch verzögerte Buchungen aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten. Und nachdem es natürlich keinen Grund, also ich weiß auch nicht, ist das so ein Grund für wegen WM? Da könnt ihr ja auch was zu sagen. Also ich sag mal so, ob ich jetzt zu Hause gucke oder ob ich das Ganze irgendwo anders im Urlaub gucke, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Thema ist. Ich selber war ja in New York zum Spiel Ecuador-Deutschland, hat ja nichts genutzt. Finde ich merkwürdig, aber gut, könnt ihr ja was zu sagen.
Ja, werden Sportsevents unterschätzt als Nachfragefaktor, so wie ich das gerade gemacht habe und sage, ja gut, ist halt Fußball. Last-Minute-Buchung ein dauerhafter Trend und natürlich sieht man doch hier wieder, Geopolitik hat eine Auswirkung auf Reisen. Fazit ist halt, dass es wirklich ein emotionales Ereignis wie die Fußball-WM Reisen beeinflussen kann, so wie Revenge-Travel nach Covid. So ist das jetzt halt emotional, weil man halt gesagt hat, gut, da gönne ich mir jetzt mal darauf einen Warstein oder sowas. Trend zur kurzfristigen Buchung verstärkt sich, aber Airlines profitieren natürlich von Flexibilität. Ja, bucht ihr euren Urlaub spontan oder eher langfristig? Ich buche den langfristig, wenn ich mit mehr Leuten reise. Wenn ich alleine reise, bin ich eher spontan. Ist ja logisch, oder? Dann haben wir Hilton Sale, bis zu 20% Rabatt und Statusvorteile. Hilton startet den Sommersale für Europa und Afrika mit 20% Rabatt für Mitglieder. Vor allem ist er durch die Statusvorteile und Punkte interessant. Heißt also für Hilton-Mitglieder 20%, 15% ohne Mitgliedschaft, buchbar bis 3. September, Aufenthalte bis 7. September, Vorauszahlung nicht erstattbar. Und da gibt es wirklich von Hampton bis Waldorf Astoria alles. Also das heißt, von Select Service bis Luxus ist alles am Start. Ja, wichtig ist natürlich, dass es eine Non-Refundable Rate ist. Das heißt also, bucht nur, wenn ihr da wirklich am Start seid und wisst, dass ihr es wollt. Dann die Frage ist natürlich wie immer, ist ein Hotelstatus wichtiger als ein Airline-Status? Frage ich nur für einen Freund. Weil ehrlicherweise, ich bin ja nach New York First Class geflogen, auch bezahlt First Class geflogen. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass man natürlich hier logischerweise alle Vorteile eines Hons hatte. Ich bin mit Limousine abgeholt worden bei Outposition und. Also die Frage, braucht man dann wirklich noch den Hon-Status? Ich frage nur. Fazit ist natürlich klassisch, aber attraktiver Sale. Besonders interessant für uns Statuskunden, weil wir 5% mehr kriegen. Also da könnt ihr die Frage des Tages noch beantworten, ob ihr auch das Risiko versus Preisverteil abgewogen sein muss. Und die Frage kommt jetzt, nutzt ihr solche Hotel-Sales auch oder bucht ihr lieber flexibel? Weil, wenn nicht erstattbar, ist ja nicht flexibel. Da ich mit meinem British Airways Account immer noch in Abu Dhabi, Dubai gemeldet bin, habe ich Post bekommen von den Freunden von British Airways. British Airways reduziert die Tierpoint-Anforderungen um 20% für Vielflieger mit Fokus auf den Nahen Osten und Golf aufgrund der eingeschränkten Flugangebote. Heißt also 20% weniger Tierpoints. Für Gold Guest List braucht man nur noch 32.000 anstatt 40.000, gültig bis 31. März 2027. Hintergrund sind die Streckenkürzungen aufgrund des Iran-Konflikts, der ja irgendwie gestern auch wieder aufgeflammt ist. Und die Flüge sind aber Shadow Cancelled. Also Shadow Cancelled heißt, dass die Flüge buchbar sind, aber nur die teuren Buchungsklassen sind buchbar. Heißt also, die Flüge sollen eigentlich gar nicht stattfinden. Wichtig ist auch hier die Frage, ob man hier bei BA eventuell den Status automatisch verlängert für alle, weil ich meine, wie willst du aus dem Golf rausfliegen, wenn BA gar nicht anfliegt? Und die haben jetzt auch für den Winterflugplan zwar dieses Shadow Cancelling gemacht mit einigen Flüge, die man buchen kann, aber die Frage ist das natürlich für jemanden attraktiv, der aus dem Golf hin und her fliegt? Klare Reaktion auf die externe Krise ist sehr gut, aber die Loyalität steht hier im Fokus und weitere Anpassungen sind natürlich leider wahrscheinlich als Fazit. Frage für euch ist, sollten Airline-Status automatisch verlängern in Krisenzeiten? So ist eine Frage für Miles & More. Was ist denn da passiert? Passiert da irgendwas, wenn man am Golf gemeldet ist? Ich bin da nicht gemeldet, ich bin in den USA hier gemeldet. Da können wir als Gesamtfazit für die Sendung festhalten, Airbus baut strategisch das Narrow-Body-Segment aus mit dem A220-500. Bin auch gespannt, ob Air Baltic da ein Kandidat für ist, weil die hatten ja damit geliebäugelt. Oder sind die gerade so platt finanziell, dass die sagen, ja, geht gerade nicht. Bucht ihr Urlaub spontan oder geplant, ist eine Zuschauerfrage. Deshalb kommen wir noch weiter mit dem Fazit. Erstmal in der Zeile verrutscht, unglaublich. Ne? Nachfrage wird immer kurzfristiger und emotionaler. Loyalty-Programme gewinnen halt nur an Bedeutung als Rabattsystem oder als Incentivierung, nicht mehr als wirkliches Rabattversprechen. Geopolitik beeinflusst natürlich die Airlines und Vielflieger uns indirekt, wenn wir Reisen so buchen, wie wir sie buchen. Und Reisen wird immer ein Thema werden, wo man immer mehr Flexibilität an den Tag bringen muss. Einmal natürlich als Anbieter, aber auch als Opfer, Kunde, Mitglied, wie auch immer. Jetzt kommen wir zu den Fragen des Tages. Nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, Like dagelassen habt, könnt ihr diese auf School beantworten.
den A220-500 oder den 320er, was würdet ihr als Airline-Manager und Armchair-Manager wählen? Und nutzt ihr Hotel-Sales aktiv? In dem Sinne, ich freue mich, euch morgen wieder zu sehen bei der nächsten Sendung. Bis dann, ciao.